Ich weiß nicht, was dich gerade so tief bewegt. Ein Verlust, eine Trennung oder einfach dieses leise Gefühl, dich selbst verloren zu haben? Vielleicht weißt du selbst nicht, warum du in diesem Tief steckst, nur dass du da bist. Und genau da beginnt dein Weg zurück. Nicht mit einem großen Schritt, sondern mit einem Atemzug. Bleib dran. Ich zeige dir, wie du den Anfang findest. Viele glauben, man müsse einfach raus da, raus aus dem Loch, raus aus dem Gefühl, raus aus der Schwäche. Aber du merkst selbst, dein Herz schreit nicht nach Höchstleistung, es flüstert nach Halt. Und genau hier beginnt der Weg. Nicht mit einem Plan, nicht mit jetzt reiß dich mal zusammen, sondern mit einem Moment, mit einem Atemzug, einem Innehalten, einer stillen Erlaubnis zu sein, ohne Maske, ohne Druck. Und das allein kann schon verwirren, denn wir wollen die Ursachen herausfinden, wir wollen Erklärungen, Klarheit. Doch manchmal ist es einfach viel, zu viel, zu lange, zu still. Und dein Innerstes sagt, ich kann nicht mehr. Und was oft vergessen wird, von der tiefsten Trauer führt kein direkter Weg ins Licht. Es gibt keine magische Abkürzung zur Freude. Der Weg dazwischen, er ist sanft, zäh und oft unerkannt. Es gibt Zwischengefühle, Gefühle, die nicht glänzen, aber Teil der Heilung sind. Vielleicht kommt erst Gleichgültigkeit, dann vielleicht ein stilles Nichts, vielleicht ein bisschen Wut oder dieses dumpfe, es ist mir egal. Und irgendwann, zaghaft, ein Hauch von Leben, ein erster Gedanke, vielleicht. Das ist der Anfang. Wenn du in einem Tief bist, ist alles dumpf. Gedanken kreisen wie Nebel um deinen Kopf. Dein Körper wirkt schwer. Und jedes „Du musst nur" klingt wie ein Hohn. Vielleicht fühlst du dich leer. Vielleicht bist du müde vom Funktionieren. Vielleicht weißt du nicht mal mehr, was du brauchst. Vielleicht schreit in dir alles nach Ruhe, aber du findest sie nicht. Und das ist okay. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen, dass etwas in dir nach Aufmerksamkeit ruft. Leise, hartnäckig, wahr. Heilung beginnt nicht mit einem Plan. Sie beginnt mit einem Flüstern, mit einem Raum in dir, der sagt, ich darf. Loslassen ist nicht plötzlich, es ist ein leiser Weg. Und dieser Weg besteht aus Momenten, nicht aus Meilensteinen, sondern aus winzigen Bewegungen deines Herzens, aus innerem Nicken. Du musst nicht wissen, wie du ans Ziel kommst. Du brauchst nur den nächsten Schritt. Nicht den perfekten, nur den nächsten. Und manchmal ist dieser Schritt atmen, wählen, fühlen, da sein. Und diese 5 sanften Schritte führen dich zurück ins Leben. Schritt 1. Frag dich, was brauche ich jetzt? Nur für diesen Moment. Nicht morgen. Nicht für die nächste Woche. Jetzt. Vielleicht ist es eine Decke. Vielleicht ein Lied, das dich trägt. Vielleicht ein Fenster, das du öffnest, um einen Hauch Leben zu spüren. Diese Frage ist wie ein Schlüssel. Sie öffnet die Tür zu dir. Sie fragt nicht nach Plänen oder Lösungen. Sie fragt nach Verbindung. Und sie erlaubt dir, wieder einen kleinen Funken in dir wahrzunehmen. Schritt 2. Halte inne und erlaube dir, nichts zu leisten. Du bist kein Projekt. Du bist ein Mensch.
Und deine Seele braucht manchmal nur eins: nichts zu müssen, gar nichts. Liegen, hören, seufzen. Das ist nicht Flucht, es ist Selbstschutz. Es ist, als würdest du dich selbst in den Arm nehmen und sagen: Ich bin da, für mich. Gib dir Raum zu atmen, ohne Ziel, ohne Anspruch. Schritt 3: Wähle einen Mini-Moment der Fürsorge. Eine warme Suppe, deine Lieblingstasse, ein Blick aus dem Fenster, ein paar Schritte barfuß auf dem Balkon, ein Tropfen Lavendelöl auf deinem Handgelenk, ein paar bewusste Atemzüge. Es geht nicht um große Gesten. Es geht um Geste im Sinne von Zuwendung. Jedes kleine Ritual ist ein Zeichen. Ich bin es mir wert. Auch jetzt. Schritt 4: Sprich mit dir wie mit einem Kind, das du liebst. Was würdest du ihm sagen, wenn es sich verloren fühlt, wenn es Angst hat, wenn es nichts mehr tun kann? Genau das darfst du dir jetzt selbst sagen. Ich bin da. Du bist nicht falsch. Du musst nicht funktionieren, um liebenswert zu sein. Sprich leise, sprich ehrlich, sprich liebevoll. Worte sind wie Medizin, wenn sie aus dem Herzen kommen. Schritt 5: Nimm deinen Körper sanft mit. Bewegung kann ein Segen sein, nicht als Pflicht, sondern als Begegnung mit dir. Streck dich, leg dich auf den Boden, spür dich, ohne Ziel, nur sein. Ein kleiner Gang durch den Raum, ein sanftes Kreisen der Schultern, die Hand auf dem Herzen. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen. Es geht darum, dich nicht zu verlieren. Der Körper erinnert, oft noch, wenn der Kopf schon vergessen hat, was dir gut tut. Und dann geht es weiter. Nicht im Sinn von höher, schneller weiter, sondern im Sinn von: Was würde mich jetzt unterstützen? Das ist der Prozess. Schritt für Schritt. Nicht linear, nicht perfekt. Immer wieder neu, immer wieder anders. Du wirst nicht plötzlich wieder funktionieren, sondern du wirst dich erleben in kleinen Momenten von Klarheit, von Ruhe. Und dann stellst du dir wieder diese eine Frage: Was brauche ich jetzt? Und du hörst hin. Und das ist genug. Du musst nicht funktionieren. Du darfst dich halten. Du darfst dir erlauben, nicht stark zu sein. Du darfst geduldig mit dir sein. In deinem Tempo, mit deiner Wahrheit. Ohne Maske. Und manchmal beginnt alles mit einer Tasse Tee. Ein Schluck, ein Blick, ein Moment. Wenn du dich in diesen Worten wiederfindest, schreib es in die Kommentare. Oder schick dieses Video an jemanden, der es jetzt gerade braucht. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal.